Wer sich für das Thema Eingabemöglichkeiten für den Microsoft Flight Simulator an PC und Xbox interessiert, der landet früher oder später bei der Velocity One Familie von Turtle Beach. In meinen letzten Videos habe ich das alles vorgestellt, das hat auch super funktioniert, bis auf den Flight Stick in Kombination mit den Pedalen und der Xbox. Warum das so ist und wie ihr das Problem löst, das erfahrt ihr in diesem Video und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi von Andiana TV, schön, dass du da bist. Der Vollständigkeit halber verlinke ich euch selbstverständlich meine Einzelvideos, in denen ich euch den Flight Stick einzeln vorstelle, die Pedale einzeln zeige und auch das Velocity One Flight System. All diese Links findet ihr rechts oben oder auch unten in der Videobeschreibung. Die Ausgangslage ist jetzt wie folgt. Wir möchten unseren Velocity One Flight Stick gemeinsam mit den Pedalen an die Xbox Series X anschließen. Das mit den Pedalen mitgelieferte Kabel signalisiert hier aber schon von den Symbolen her, dass das an und für sich an den Velocity One Flight angestöpselt gehört. Da kein anderes Kabel dabei ist im Lieferumfang, habe ich es natürlich trotzdem probiert und man merkt hier schon, wenn man das Ganze anschließen möchte, dass selbst die Stecker etwas zu dick sind und hier in die jeweilige Öffnung am Flight Stick überhaupt nicht reinpassen, weil einfach hier dieser Ring zu dick ist. Im Dienste der Wissenschaft habe ich die Dinger dann trotzdem irgendwie da reingeknödelt bekommen. Erschien für mich auch schlüssig, denn ich habe hier zwei Öffnungen, zwei Kabel, ja, es klang einfach stimmig. Funktioniert hat das Ganze in welcher Kombination auch immer, aber leider nicht. Und was hat er gemacht, der Andi? Richtig, er kontaktiert den Support von Turtle Beach. Und das hier ist die Antwort dazu. Nach 2- oder 3-maligen Hin- und Herschreibens ist die Kernaussage wie folgt. Es fehlt schlicht und ergreifend ein entsprechendes Kabel. Weder beim Flight Stick noch bei den Pedalen liegt ein Kabel bei, welches es ermöglicht, das ganze System mit der Xbox zu verbinden. Und genau am selben Tag, als ich meine E-Mail mit der Problemlösung bekommen hatte, ging auch auf turtlebeach.com, also auf der Homepage von Turtle Beach, eine entsprechende News online. Und auch hier wird genau auf diese Situation bzw. das Problem entsprechend eingegangen. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Was mittlerweile ja klar war, ist, dass wir die Firmware-Version 1.1.1 auf dem Stick geladen haben müssen. Der Flight Stick muss selbstverständlich im Xbox-Modus sein. Und zur Verbindung benötigen wir ein USB-C zu USB-C-Kabel mit USB 3.1 oder höher. Und das liegt eben dem Lieferumfang nicht bei. Jeder, der betroffen ist, soll sich nun mit dem Support in Verbindung setzen und bekommt dann innerhalb von 14 Tagen bis 3 Wochen, so hieß es in meiner E-Mail, ein Kabel kostenlos zugesandt. Um die Wartezeit zu verkürzen, bis das Kabel kommt, habe ich 2 weitere Lösungsansätze. Zum einen dachte ich mir, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal alles anschließe? Also Velocity One Flight, Flight Stick, Pedale, alles zusammen an die Xbox hinten angestöpselt. Was passiert denn eigentlich dann? Auf nach Gibraltar! In erster Linie möchte ich mit dem Flight Stick und den Pedalen an der Xbox in Helikoptern umherfliegen. Also reingesprungen und ausprobiert. Als erstes bewegen wir hier den Stick mal ein bisschen hin und her und sehen, okay, also der Flight Stick reagiert schon mal ein bisschen. Und jetzt treten wir mal in die Pedale rein und siehe da, auch diese zeigen Reaktion und funktionieren. Und das war im Grunde auch überhaupt nicht abwegig, denn schließlich hängen die über den Velocity One Flight auch an der Xbox. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal in den Steuerungsoptionen einmal näher angucken, dann taucht hier neben dem Controller eben das Velocity One Flight auf und auch der Velocity One Flight Stick. Und die Pedale sind, wie auch schon vorher, dem Velocity One Flight entsprechend untergeordnet und funktionieren daher. Was halt doof ist, ist die Tatsache, dass der ganze Tisch jetzt voll steht, ne? Aber okay, zumindest können wir die Zeit überbrücken, die wir ja auf das Kabel warten und können das System insgesamt schon mal nutzen. Was ist denn jetzt mit den Usern, die das Velocity One Flight nicht zu Hause haben? Nicht jeder hat alle 3 Komponenten zu Hause und das besagte fehlende Kabel ist ja jetzt nicht so untypisch und könnte man eventuell vielleicht sogar schon zu Hause herumliegen haben. Und hier ist so ein Kabel. Wichtig ist USB-C zu USB-C 3.1 oder höher. Wichtig ist auch, dass es lang genug ist und nicht nur 1 Meter Länge hat, denn sonst kann es eventuell unbequem werden und es passiert genau das hier. Und da könnte es durchaus Probleme mit der Bandscheibe geben. Zum Glück ist mein Kabel 2 Meter lang. Den Link zu genau diesem Kabel findest du unten in der Videobeschreibung. Da ist auch der Stecker nicht ganz so dick und der passt hier vernünftig drauf. Und es reicht dann auch, an einen der Plus-Schnittstellen zu gehen am Flight Stick. Von dort aus gehen wir dann direkt unten in die Pedale.
Und was jetzt hier am Display des Flightsticks direkt auffällt, ist hier oben dieses entsprechende Symbol. Das bedeutet, dass die Pedale verbunden sind. Was ihr auch noch direkt über die Einstellungen vornehmen solltet, ist, dass ihr zu den Rudder-Lock-Einstellungen navigiert und diese auf On stellt. Ansonsten kommt sich die Bedienung hier von Flightstick und Pedalen ein bisschen in die Quere. Und wie gesagt, Firmware Flightstick 1.1.1. Auch Voraussetzung dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Wie ihr das Update installiert und wie das alles funktioniert, seht ihr in meinem Video zum Flightstick. So, und jetzt zurück nach Gibraltar. Wie unschwer zu erkennen ist, sitzen wir wieder in unserem Helikopter und schauen jetzt erstmal in die Steuerungsoptionen. Hat sich hier jetzt was getan? Und ja, selbstverständlich ist das Velocity One Flight jetzt nicht mehr vorhanden. Es ist nur noch der Controller da und der Velocity One Flight Stick. Und die Pedale, die sich sonst dem Velocity One Flight untergeordnet haben, ordnen sich nun dem Velocity One Flight Stick entsprechend unter. Und damit hätten wir jetzt an und für sich alles entsprechend eingestellt. An der Xbox Series X ist jetzt lediglich angeschlossen der Flight Stick und die Pedale. Und wenn wir jetzt hier im Cockpit sitzen und den Flightstick bedienen, dann sehen wir hier auch die entsprechende Bewegung im Cockpit. Und wenn wir in die Pedale reintreten, dann sehen wir, dass auch hier eine Bewegung stattfindet und man hört es auch ab und zu mal ein bisschen. Und dann würde ich sagen, heben wir mal langsam ab. Und man merkt sofort, wie sensibel die Pedale nun reagieren, wie leichtgängig das Ganze ist und wie schnell man hier den Richtungswechsel vornimmt. Da muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein und sensibel damit umgehen. Und wenn wir hier so in den Schwebeflug reingehen, also das fühlt sich richtig, richtig gut an. Es funktioniert! Und so hat man nun zwei Möglichkeiten, die Wartezeit zu überbrücken, bis das kostenlose Kabel von Turtle Beach nachgeliefert wird. Entweder geht ihr den Weg über den Velocity One Flight, den ihr vielleicht auch noch zusätzlich zu Hause habt und gleichzeitig an die Xbox anschließt, um darüber wiederum die Pedale anzuschließen. Oder ihr habt vielleicht ein USB-C zu USB-C Kabel zu Hause liegen, welches 3.1 oder höher unterstützt, lang genug ist und ihr darüber dann euren Velocity One Flight Stick mit den Pedalen direkt verbindet. Falls ihr kein Kabel zu Hause habt, so gibt es Versender, die das von einem auf den anderen Tag versenden. Kostenpunkt um die 13 €. Link ist unten in der Videobeschreibung. Nur falls euch das mit den 14 Tagen bis 3 Wochen über Turtle Beach dann doch zu lange dauern sollte. Allgemein muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass es ja dann doch schon maximal unangenehm ist, wenn man sich für einen Gesamtpreis von um die 430 €, ja, also 300 € für die Pedale und 130 € für den Flightstick, also dieses komplette System eben holt, das Ganze ausschließlich an Xbox betreiben möchte und dann fehlt halt einfach mal das Kabel. Wie kann denn sowas passieren, bitte? Dem Hersteller zugutehalten muss man aber natürlich, dass er jetzt auch schnell reagieren möchte, das Ganze kostenlos dann eben auch im Nachhinein zur Verfügung stellt. Interessant fände ich noch den Punkt, ob man ab sofort den jeweiligen Komponenten dieses Kabel beilegt oder ob man den Weg darüber geht, wer sich meldet, bekommt ein Kabel. Denn dann hätte man ganz bewusst mit einkalkuliert, dass das Ganze zu 90% am PC betrieben wird und nicht auf Konsole. Aber gut, da will ich niemandem was unterstellen, man wird sehen. Wer sich allgemein für die Velocity One Familie interessiert, also den Flightstick, den Flight oder eben auch die Pedale, der findet bei mir auf dem Kanal auch die entsprechenden Videos dazu. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen zu dem Ganzen haben solltet oder Ergänzungen beifügen möchtet, dann nutzt bitte aktiv unter dem Video hier die Kommentarfunktion. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über eure Däumchen und euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.